Fußball 2000, die neue Folge. Wir sind heute hier in der Diakoniekirche bei Weser 5. Und du hast so ein bisschen ein Update für uns. Was macht ihr hier so? Herzlich willkommen. Erstmal, ich bin Christiane Wirth. Ich bin die Leitung hier vom Tagestreff und von der Winternotübernachtung. Wir sind eine Einrichtung mitten im Bahnhofsviertel, die sich um die Menschen kümmert, die im Winter eigentlich keinen Platz haben, für die eigentlich auch sonst niemand Zeit hat. Wir haben hier eine Winternotübernachtung, 47 Leute können hier schlafen. Wir haben einen Tagestreff, wenn es kalt ist, haben die Leute einen Ort, wo sie sicher sind, wo sie unterkommen können. Super. Wir sind für jede Spende dankbar, von jedem von euch da draußen. Die Spendenlinks findet ihr auch in den Kommentaren. Und wichtig ist mir noch mal zu sagen, irgendwie lasst uns zeigen, dass Frankfurt ein Ort ist, an dem irgendwie Solidarität, Menschlichkeit und Fußball einfach zusammengelebt wird. Und Fußball, darüber reden wir jetzt auf jeden Fall. Die neue Fußball 2000, los geht's. Fußball 2000 meldet sich nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg in allerletzter Minute, rettet die Eintracht einen Punkt gegen Wolfsburg, steht weiterhin noch auf Platz 7, hat sogar ein bisschen Puffer, 5 Punkte nach hinten. Aber ich glaube, wenn ich hier in die Gesichter gucke, es ist die Stimmung nicht allzu gut. Deswegen frage ich direkt mal Phil, Wolfsburg die letzten 4 Spiele hintereinander verloren. Ist es jetzt, weil das Tor so spät war, ein geretteter Punkt? Oder sagst du mit Blick vorm Spiel, das sind eigentlich 2 verlorene Punkte? Ich habe eigentlich heute relativ wenig Lust, über Eintracht Frankfurt zu reden. Wenn ich ehrlich bin, auch noch einmal drüber schlafen. Moral war okay, Mentalität passt. Fußballerisch ist das Ganze maximal irritierend und beunruhigend. Das heißt, geretteter Punkt oder 2 verlorene? In Summe 2 verlorene, ganz klar. Da frage ich dich mal, gehst du da mit oder würdest du sagen, es ist am Ende, weil es wirklich so die allerletzte Aktion war, noch gerade so der gerettete Punkt? Also ich verstehe natürlich dieses Sentiment, dass man sagt, naja, okay, immerhin noch einigermaßen glimpflich aus der Bredouille befreit. Aber man muss tatsächlich sagen, das sind 2 verlorene Punkte. Die Eintracht, in der ersten Halbzeit habe ich noch ein paar Situationen gesehen, ja, da kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, habe ich noch eine Eintracht gesehen, die zumindest sich Chancen erarbeitet hat und sei es durch wie viel tausend Eckbälle hatten wir? Irgendwie 40 ohne Scheiß, das war sehr, sehr viel. Ja. Aber dann in der zweiten Halbzeit habe ich eine Eintracht gesehen, die ich gar nicht wiedererkannt habe. Da war offensiv so wenig da, dass ich sagen muss, ich bin auch irritiert. Ich fühle diese Irritation und muss sagen, gegen ein Wolfsburg, die 4 der letzten 5 Spiele, glaube ich, verloren hatten. Die wechseln den Trainer. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer der aktuelle Trainer ist. Aber Leute, muss ich mir das wirklich merken? Irgendwie Heide Simonis war letztes Mal Trainer. Daniel Bauer heißt er jetzt. Ist das so relevant? Das weiß ich nicht. Und da muss ich wirklich sagen, verlorener Punkt, 2 verlorene Punkte, definitiv. Tut auf jeden Fall weh, weil Platz 15 in der Tabelle, das wären sehr, sehr wichtige Punkte gewesen, weil du hättest theoretisch oben wirklich sehr, sehr gut, du hättest punktgleich mit Leverkusen, Hoffenheim, Stuttgart sein können. Ist jetzt nicht so. Jetzt frage ich mal Basti nach seinem Lieblingsthema. Stürmer! Und zwar hatten wir ja gesehen vor dem Spiel, es war kein Stürmer in der Startelf. Wie war so dein Bauchgefühl, als du im Stadion warst, die Aufstellung gesehen hast? Was hast du dir da gedacht? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es einen nicht mal überrascht hat. Und das sagt viel aus. Ja. Dass du schon damit gerechnet hast, das hat sich durch Einwechslungen, als Burkhardt verletzt war, schon gezeigt, wie der zweite Plan hinter Burkhardt aktuell zu sein scheint. Und der ist so, dass Knauf der Mittelstürmer ist. Ich finde, man hat Knauf damit keinen Gefallen getan. Nee. Ich finde, Knauf braucht irgendwie so ein bisschen diese Räume auf den Außen, ein bisschen diese Schnelligkeit. Ich habe es nicht verstanden, weil ich weiß nicht, ob man erwartet hat, dass durch diese schnellen Spieler, die man gestellt hat, Bahoja, Knauf, und dann wird ja immer gesagt, die geben dem Spiel eine gewisse Tiefe. Aber ob das nicht klar war, dass Wolfsburg dir diese Tiefe nicht gibt in der aktuellen Situation, in der sie gerade sind. Also das hat mich ein bisschen verwundert. Dafür war es in der ersten Halbzeit sogar ganz okay. Dafür, dass du ohne Stürmer gespielt hast, auch wenn du gesehen hast, okay, die letzte Durchschlagskraft fehlt und ohne Stürmer ist es auch logisch, warum das passiert. Und ich bleibe dabei, ich verstehe bis heute nicht, auch mit einem Mal schlafen, wie Phil gerade gesagt hat, nicht, warum Batshuayi nicht von Anfang an spielt. Wenn der im Kader sein kann, dann gehe ich davon aus, dass das quasi approved ist. So hier, kriegst ein Siegel drauf, du kannst spielen. Und warum ist das dann nicht von Anfang an? Man kann ihn ja dann immer noch rausnehmen. Gib doch am Anfang ein bisschen Gas. Ich habe nicht verstanden, dass man da irgendwie ein bisschen abwartend war. Und ich finde, dass durch diverse Aufstellungen, gerade in diesen Spielen, ich erinnere an die Fünferkette in Heidenheim, dass man der Mannschaft auch so ein bisschen den Vibe vorgibt. Ja. Weil es funktioniert alles bis zum Strafraum ein bisschen gut. Aber am Ende fehlt es dann und das verstehe ich nicht. Und ich will auch nicht mehr vollgelabert werden. Sorry, Phil, du kannst gleich. Ich will nicht mehr vollgelabert werden mit, das ist unangenehm, Wolfsburg verteidigt das auch gut. Digga, die fressen ohne Ende Tore. Ja, ja. Scheinbar schießen ja andere die Tore. Dann ärgert dich doch mal selber. Und auch das zieht sich ein bisschen durch die letzten Spiele. Das immer dieses, ja, meine Güte, Heidenheim und oh, meine Güte. Ja, genau, wie stabil Heidenheim ist, haben wir eine Woche später gesehen, als die 6 Dinger Leverkusen gefressen haben, wie stabil die sind. Siehst übrigens aus, wie stabil Liverpool ist, ne? So, ja, das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Niveau, aber Wolfsburg kommt hier, du hast gesagt, mit 4 Niederlagen an. Da will ich trotz Doppelbelastung sehen, dass man
den Oberkörper nach oben macht und sagt, ey, ihr holt hier heute nichts, inklusive Trainer bei der Aufstellung. Und das ist ja genau diese lähmende Erwartbarkeit in diesen Wochen. Das ist das, was mich am meisten triggert. Du wusstest vorher, wie diese Startelf aussieht. Niemand hat ernsthaft geglaubt, dass da wirklich ein echter Stürmer vorne drin steht. Aus welchen Gründen auch immer. Es war alles vorhersehbar. Klar, Ich habe sogar auf 2 gehofft. Ja, so. Und dann siehst Vollkommen du die Aufstellung Delulu, Alter. und du denkst dir, okay, es kommt wirklich alles so, wie ich das befürchtet habe. Dann läuft dieses Spiel 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Es läuft alles so, wie du es befürchtet hattest, weil Wolfsburg genau das spielt, was Wolfsburg eben spielt, wenn es nach Frankfurt kommt. Und das ist erwartbar sein Vater. Dieses ganze Spiel ist erwartbar sein Vater, weil Wolfsburg genau das macht, was es vorher vorhatte und weil du überhaupt keine Idee hast, wie du diese Erwartbarkeit, wie du dich dieser Erwartbarkeit entgegenstellst, wie du dagegen anspielst, wie du sie überwinden willst. Und das ist das, was mich so hart triggert. Das war tatsächlich krass, ne? Weil ich hatte das auch genauso gesehen. Und in der ersten Halbzeit habe ich trotzdem angesprochen, wir waren ein bisschen besser, weil du wenigstens noch einigermaßen Chancen kreiert hast. Ja. Aber auch da war es so, ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht passiert wenigstens was bei den Ecken. Weil dann, Maccabi hat dann manchmal auch schon so reingezogen, dass er sie am besten direkt verwandelt, weil er schon wusste, da steht eh keiner und so. Und da hattest du das Gefühl, da könnte vielleicht noch was passieren. Und es gab ja schon die eine oder andere Offensivsituation. Aber es ist natürlich ein fatales Zeichen, dass du ohne Stürmer, du hast ja Leute, ne? Offensichtlich auf der Bank, ja. Hast du ja auf der Bank, dass du halt sagst, du machst es komplett ohne, weil es ist auch so, du merkst, Ansgar Knaufs Position ist es nicht und das ist halt ein Drama. Ich würde auch noch mal, aufs Spiel kommen, ich fand auch, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich eigentlich einigermaßen gut gestartet sind. Ja, wir hatten die Chancen. Ja. Das war, dass du nicht wirklich schlecht warst. Du hattest deine 3 Chancen, wir hatten die eine Amura-Chance in der ersten Halbzeit, könnt ihr nochmal in den Highlights nachschauen. Was ich noch einmal kurz vorm Spiel ansprechen wollte, was mich auch dann, nachdem man die Startaufstellung gesehen hat, gewundert hat ein bisschen. Ich habe dann gesehen, kein Stürmer, dann scroll ich runter und sehe kein Wahi. Also ich weiß, dass auch vor allem in Social Media, es wird ja immer gefordert, Wahi ist nichts. Ich war schon trotzdem überrascht, dass er überhaupt gar nicht erst im Kader stand gestern. Da würde ich schon mal nachfragen, war das genauso bei dir? Fandest du auch, weil jetzt nichts gegen Gangkam, also ich freue mich für ihn, dass er jetzt nach seiner Verletzung wieder zurück ist. Nur ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein Gangkam vor Wahi oder generell nochmal für die Eintracht spielt, weil ich irgendwie den gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. So. Julian, erstmal total wichtig, du sprichst an, Gangkamp, ich freue mich, der Junge ist wieder zurück. Der hat eine brutale Verletzung gehabt in Hannover. Ich habe echt nicht gedacht, kommt er überhaupt noch mal zurück. Ja. Er hat sich herangearbeitet, er hat ein paar Minuten bekommen. Also erstmal, Bruder, auf jeden Fall große Grüße. Wir freuen uns alle, dass du wieder da bist. Das ist eine super, super Nummer. Und über Wahi müssen wir aber trotzdem müssen wir über Wahi sprechen, denn ganz ehrlich, ich habe dann Basti und Reich gefragt, habe ich auch geschrieben, habt ihr was mitbekommen? Ne? Weil ich gedacht habe, man wundert sich, was der Grund ist. Was ist denn da? Weil es wurde ja auch nichts kommuniziert, Basti. Ja, ich meine, ganz ehrlich, also ich habe die ganze Zeit probiert, das alles so ein bisschen zu verteidigen, auch aus einer gewissen Verzweiflung raus, weil am Ende haben wir keine anderen Stürmer scheinbar, die irgendwie Startelf-Potenzial haben. Und Wahi kam ja auch die letzten Wochen. Ja, genau. Dann denke ich mir, es gibt hier 2 Möglichkeiten, oder vielleicht sind die auch beide aktuell. Also wenn Wahi es geschafft hat, noch lustloser im Training zu agieren, dass Dino Topmann in der Situation ihn nicht stellt, ganz ehrlich, dann ist diese Nummer gegessen. Und dann kannst du nur hoffen, dass die irgendwie einigermaßen elegant gelöst wird. Gleichzeitig muss ich sagen, in dem Spiel dann diese Disziplin zu fordern, zu sagen, jetzt reicht's, von Topmanners Seite aus zu sagen, weiß ich nicht, weil er hat ihm oft genug Chancen gegeben, wo wirklich wenig zurückkam, dann denke ich mir, diese eine wäre eventuell auch noch drin gewesen. Und dann frage ich mich aber trotzdem, wenn er ihm die nicht gibt, liegt das an Dino Topmann, dass er sagt, nee, ich habe jetzt die Schnauze voll? Oder ist da vielleicht noch eine Steigerung passiert von der Lustlosigkeit, von der man die ganze Zeit so hört? Ich habe keine Ahnung, aber am Ende ist das, was Wahi betrifft, in vielen Bereichen ein Drama. So, das ist unglaublich viel Geld, was da gebunden ist. Das ist ein Spieler, der einem fast schon leid tut mittlerweile. Ja, voll. Es ist wirklich der, den du zusiehst und denkst, oh Gott, wie viel Verunsicherung kann ein einziger Mensch haben? Und dann hört man diverse Dinge, dass da vielleicht auch jetzt nicht mehr der letzte Drive dahinter ist. Es ist am Ende, wo die Gründe liegen, ist fast für die Bewertung egal, weil man kann festhalten aktuell, durch eine Burkhardt-Verletzung, und es ist nur Burkhardt, der sich verletzt hat, ist die erste Alternative Ansgar Knauf im Sturm. Ja. Und das ist auf vielen Ebenen ein Drama. Und du kannst mir jetzt gerne noch mal sagen, dass Wahi in ist, mag sein,
aber am Ende hilft es nicht. Gib mir mal raus. Zunächst mal, leid tun mir Spieler oder Menschen generell, die unverschuldet in bestimmte Situationen kommen. Auch deswegen sind wir ja beispielsweise heute hier, um auf sowas aufmerksam zu machen. Aber eine derart selbstverschuldete Gesamtsituation, wie sie bei Eli Wahi offensichtlich der Fall ist, und das hat Dino Topmöller ja doch indirekt hinterher kommuniziert, indem er gefragt wurde, warum Wahi nicht im Kader war. Und er sagte, es hat ausschließlich Leistungsgründe. Ja? Und das war das Statement. Und das war so kurz, wie prägnant, wie stark, wie klar. Und letzten Endes muss man sagen, die Eintracht hat da sowohl inhaltlich fußballerisch wie auch offenbar mental charakterlich eine kolossale Fehleinschätzung gehabt, was diesen Spieler betrifft. Ja. Und in einer solchen Situation, das unterstreicht das ja nur noch mal, in einer solchen Gesamtsituation, so einen gar nicht mehr in den Kader zu nehmen, weil du sagst, das schadet der Mannschaft mehr, als dass es der Mannschaft im Zweifel gibt. Aber ist das so? Sonst würde er es ja nicht machen. Weiß ich nicht. Ich würde gerne wissen, aber da, glaube ich, fehlen uns vielleicht ein bisschen... Also was kann denn da passiert sein, weil im Endeffekt die Dinge, die bei Wahi sich angedeutet haben, über die wir auch schon diskutiert haben, die sind ja jetzt nicht letzte Woche passiert. Oder, das ist meine Frage, weil das so ein bisschen diese Ratlosigkeit auch ausdrückt, ja, aber ist da noch was passiert? Weil es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, vorher lief das gut und plötzlich kam diese eine Woche. Nee, also es muss ja irgendwie, entweder gab es noch eine Steigerung oder es war jetzt einfach zu viel auf Strecke. Ich glaube, Letzteres. Aber da wissen wir das, aber sorry, da möchte ich ganz kurz rein. Aber trotzdem bringt es nichts, hier Rätsel zu raten, weil wir es nicht genau wissen. Ich glaube, das Einzige, was faktisch genau so ist, und wo müssen wir es nehmen, ist das, was Phil gerade gesagt hat, und zwar ist das Statement von Dino, als er gesagt hat, es hat ausschließlich sportliche Gründe. Und das heißt im Endeffekt, da können wir unsere Interpretation machen, können sagen, im Training war es nicht gut genug, genau. Aber daran müssen wir es jetzt erstmal festhalten. Ja. Alles andere bringt uns auch in Sachen Spekulatius nicht weiter. Phil hat es ja angesprochen, charakterlich gab es ja auch vor seiner Verpflichtung schon die eine oder andere Frage oder das Fragezeichen, was dahinter gesteckt hat. Man hat gedacht, man kann das aufheben. Es war gleichzeitig auch bei Kolumani, war ja auch kein komplett einfacher Spieler. Und man hat gedacht, man guckt, dass es läuft. Und wir haben ja so viele gute Spieler schon hinbekommen, die dann zu Topspielern wurden. Bei Wahi sieht es halt gerade nicht danach aus. Und jetzt ist es halt so, dass es uns in eine ganz schlimme Situation bringt, weil das ist genau das, wie Basti sagt. Du hast keinen Stürmer. Offenbar ja, siehst du nicht. Dieses Stürmerthema fuckt mich auch langsam. Ja, es ist absurd. Das ist mein Lieblingsthema, aber das ist ja nicht ein Thema, weil ich mich die ganze Zeit über Stürmer freue. Nee. Seit Jahren schafft es die Eintracht nicht breit genug im Sturm aufgestellt. Genau. Letzte Saison war die einzige, das kann ja nicht sein. Ich weiß noch, wie ich mit euch beiden saß ich mal irgendwo und da habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das war vor 2 Jahren, als Topmöller neu war, als gerade Kolumani gegangen ist und niemand da war und Mamouche halt noch ich denke aufgebaut wurde. Das gibt's doch nicht. Und dann hatten wir eine Saison, da musste Oliver Glasner mit Rafa Borré als einzige Spitze spielen. Ich habe das Gefühl, das kann ja nicht sein. So, das letzte Mal, als die Eintracht breit und gut im Sturm aufgestellt war, war die Büffelherde. Ja. Da hattest du 4 Stürmer und bei keinem von denen hattest du Bauchschmerzen, wenn er von Anfang an spielt. Irgendwann war es so weit, dass Hütter gesagt hat, ey, ich muss die 3 sogar zusammenspielen. Da stand ich in Stuttgart und habe gedacht, ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Rebic, Jovic, Haller, jeder, das waren wie so 3 Superhelden. Ja. Jeder bringt so ein bisschen was mit. Und jetzt hast du das Gefühl, ja, natürlich haben wir die Ausreißer nach oben mit André Silva, mit Moani, mit Mamouche, mit Etiquette, dieses Duo. Aber diese Breite im Sturm hat die Eintracht seitdem nicht hinbekommen. Nee. Und das muss in irgendeiner Art und Weise jetzt mal geklärt werden. Warum das bei Wahi gescheitert ist, hin oder her, das kann man irgendwann analysieren. Es ist am Ende egal. So, man kann jetzt auch, wenn du sagst, ey, man soll nicht zu viel hineininterpretieren, würde ich jetzt auch ihn nicht komplett von den Bus werfen. Es ist vielleicht an einer anderen Stelle unglücklich gelaufen. Warum das so ist die Tatsache, dass es so ist ein Drama, gerade durch diese Burkhardt-Verletzung, die jetzt stattfindet. Aber nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob es nötig war, zu sagen, ich gehe auf Lösung Nummer 5 und stelle Ansgar Knauf in den Mittelsturm. Oder ob ich nicht sagen kann, Batshuayi und den Gangkam machen ein bisschen Jobsharing, dass ich trotzdem das System nicht verändern muss. Was, und das kommt auch noch dazu, Dino Topmöller dann im Spiel noch dramatischer gemacht hat mit seinen Wechseln, wo er plötzlich Collins für Götze bringt. Richtig. Aber lass mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich finde, es ist essentiell, dabei zu bleiben. Denn in der ersten Halbzeit hast du gesehen, und du hast ja die positiven Aspekte angesprochen, es gab durchaus diese Halbchancen, auch mit den Pässen, aber da muss dann ein Stürmer stehen. Und wir hatten keinen Stürmer, deswegen steht da niemand. Die beste Chance von Götze gehabt, du hast die eine Chance von Theat nach einer Ecke gehabt, aber ansonsten war es halt... Das waren vor dieser Elfmetersituation in der Nachspielzeit im Prinzip die einzigen beiden Torchancen. Kannst du mir doch gegen
einen VfL Wolfsburg auf Platz 15, kannst du mir das doch nicht als gute Leistung verkaufen. Das will ich nicht sagen. Darum geht es nicht. Aber ich sage nur, es gab diese Halbchancen. Aber wenn dann halt auch kein Stürmer da steht, der das intrinsisch weiß, wo er zu stehen hat. Aber auch das war erwartbar, Marvin. Das ist doch erwartbar, dass ein Spiel wieder so läuft, wenn du da keinen in der Box hast. Du hast keinen, der die Bälle festmachen wir haben kann. beide recht. Es gab ein paar Situationen, du hast ein paar Einwurfsituationen gehabt, wo die teilweise 10, 15 Sekunden nicht gewusst haben, wohin mit dem Ball, weil keiner vorne ist, der einen Gegenspieler bindet, der einen Ball festmachen kann. Richtig. Völlige Fußball-Basics. Und nochmal, alles erwartbar. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist auch ein wichtiger Punkt, erwartbar. Ja. Lassen wir uns mal darauf ein, dass ich sage, okay, dann spiele ich halt ohne Stürmer. Genau. Dann muss ich aber auch einen Plan haben. Einfach mal zu sagen, wir rechnen jetzt mal diese Mittelstürmer-Thematik raus und gehen davon aus, es ist kein einziger Mittelstürmer da. So, das ist ja scheinbar das Game, was er sich vorgestellt hat. Selbst dann muss ich in der Lage sein, VfL Wolfsburg in der aktuellen Form zu schlagen. Das heißt, nur ganz diese kurz. Stürmerdiskussion ist eine. Die andere Diskussion ist, warum kriege ich die Mannschaft nicht hin, dass die gegen Wolfsburg einfach ganz locker dieses Spiel... Und warum habe ich das auch verloren? Weil im Endeffekt war das mal eine Zeit lang so, dass die Eintracht eben es geschafft hat, die Wichsspiele zu gewinnen, um dann Platz 3 in der Bundesliga so zu erreichen. Und jetzt hast du plötzlich wieder das Gefühl, Union Berlin, Heidenheim, ganz ehrlich, das Mainz-Spiel zähle ich auch dazu. Klar. Was war das für ein Fußballspiel? Und jetzt hast du es wieder gegen Wolfsburg und es ist in der Summe, es kann immer mal passieren, nach einem Europapokalspiel und jetzt war wieder Europapokal. Natürlich kann das mal passieren, aber es ist trotzdem merkwürdig, dass dieser Drive verloren gegangen ist, weil, Leute, wir sind 2 Punkte hinter Platz 4. Und das würde ich gerne der Mannschaft auch wieder ansehen und das würde ich auch, und da können wir vielleicht später noch mal gesondert drüber reden, auch dem Stadion gerne wieder ansehen, weil ich habe das Gefühl, so wie sie es anfühlt, auch wie wir hier gerade diskutieren, hast du das Gefühl, die Eintracht ist 16. Du hast auch vom Gefühl her gestern, also ich weiß nicht, wie es, also ich habe vorhin noch mal in die Ticketbörse das Interesse geguckt, habe es auf Twitter mitbekommen. Du hast im ganzen Oberrangkarten, du hast im ganzen Stadion Tage vorher auf den Haupttribünen, egal im Familienblock, hättest in jeder Reihe die Karten holen können. Ich verstehe, es ist Sonntag, es ist der VfL Wolfsburg. Ich verstehe es nicht. Wir haben Dings, nein, ich verstehe die Gründe von, aber für mich würde niemals denken, das reicht mir aus, um nicht hinzugehen. Weil ich denke, ich gehe wegen der Eintracht hin. Klar, es ist ein ekliges Spiel gegen Wolfsburg. Aber vor dem Spiel, du hast die Scheißchance, 2 Punkte auf den zweiten ranzukommen, wenn du gewinnst. Ja. Und es ist Wolfsburg, die 15. sind, die 4 Spiele in Folge verlieren. Da muss man doch als Fan auch sich denken, Alter, geil, wir haben eine Riesenchance. Ja, vor allen Dingen vorher habe ich immer rumgeheult, ich kriege keine Karten. Ja, genau, und dann ist alles frei und dann ist es, ja, nee, ist es eine ist Karte. mir zu kalt, nee, es ist mir zu spät. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du gegen Liverpool oder so keine Karten kriegst. Julian, ich verstehe das und finde diese Perspektive gut und wichtig. Und jetzt spiele ich aber ein bisschen den Advocatus Diaboli. Und muss tatsächlich ein bisschen da rein und muss mir angucken, wie in der zweiten Halbzeit die Eintracht mit einer absolut leblosen Nicht-Körperspannung herumgetrottet ist und Wolfsburg zum Spielen eingeladen hat. Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage gefallen lassen, das kostet heutzutage sau viel Geld, so ein Ticket. Ne? Das stimmt, ja. Und dann weiß ich auch nicht, ob es sich rechtfertigt, 70 € für ein Ticket zu bezahlen. Die 70 € für Wolfsburg, wenn ich mir dann, wenn ich mir das Spiel 10 € einen angucke, Steher holen kann. wo So. offenbar die Eintracht in der zweiten Halbzeit relativ wenig wollte. Also. Und ich glaube, das gehört so ein bisschen, ich kann das auch verstehen. Verstehe ich, aber ganz kurz, ich finde aber gerade in solchen Spielen, wo du vielleicht eben das nicht hast, dass es über den Platz kommt, finde ich, sind gerade wir als Fans die Einzigen, die dafür vielleicht sorgen können, dass wenn es, ich will jetzt keine Trainer, aber wenn es vom Trainer oder was auch immer nicht kommt, was ich jetzt nicht ganz sehe, aber dann sind wir doch als Fans diejenigen, die dann sagen können, okay, wir als 12. Mann können irgendwie versuchen, dieses Stadion nochmal aufzubauschen, machen Stimmung, pushen diese Mannschaft, die merken in Situationen nach einer Ecke irgendwas nach Chancen. Es kocht nach oben, wir haben irgendwie die Möglichkeit, was zu reißen. Da finde ich, sind wir schon als Fans dabei, irgendwas reißen zu können und nicht, dass man sagt, ihr spielt scheiße, nö, ich mache keine Stimmung, ich bleibe hier sitzen, ich Da halte ich dagegen. Das bringt überhaupt nichts. Das Signal muss immer von der Mannschaft ausgehen. Warum? Diese Wer sagt das? Wechselwirkung, ich sage das. Warum? Weil das so ist in einem Sport. Die Mannschaft kommt doch nicht ins Stadion und sagt, also wenn da oben heute keine Stimmung ist, dann spielt heute aber auch es ist nicht. trotzdem Was ist das denn es für ist eine, aber auch trotzdem das ist möglich. wieder so eine völlig fehlende Einschätzung der eigenen Rolle, die in diesen Stadien ja auch immer mehr in diese Richtung geht. Dass es an einem selbst liegt, wie die Mannschaft spielt. Es liegt an der Mannschaft, wie die Mannschaft Mal ganz kurz, du sagst, das ganz starke Argument von dir ist, weil das so ist. Warum? So, wenn du eine Mannschaft siehst, die Unterstützung braucht, dann bietet sie dir, in dem Moment bietet sie dir vielleicht nicht viel, trotzdem darfst du die unterstützen. Dass diese Haltung zu sagen, ja, das muss von der Mannschaft kommen, ich glaube, dass das eine Wechselwirkung sein kann. Das Entscheidende, was passiert, findet da unten statt.
Das ist das, was dafür sorgt, dass alles drumherum auch funktioniert. Trotzdem kann ein Stadion sagen, alles klar, ihr leistet gerade nicht viel. Natürlich kann ein Stadion das sagen. Ja. Aber du kannst doch den Menschen, die ein scheiß Fußballspiel sehen, nicht vorwerfen, dass sie davon nicht angezündet werden. Nee. Das hat übrigens Michael Zetterer nach Abpfiff genauso gesagt. Er hat gesagt, wir waren heute nicht geil genug, wir waren nicht leidenschaftlich genug, um das Stadion anzuzünden. Otto, nach Abpfiff. Die wissen selbst, dass das gerade nicht funktioniert. Die wissen selbst, dass das von ihnen kommen muss. Und im Endeffekt ist ja beides richtig. Wir haben in der Historie der Eintracht haben wir schon oft genug eine Eintracht gesehen, die verunsichert war. Und durch einen Fansupport, durch ein geeintes Stadion hat man es geschafft, auch die Spieler mit 1-2% mehr auszustatten, dass sie noch Dinge leisten konnten, dass sie beispielsweise, erinnert euch alle, als wir das 2-2 reingeschrien haben gegen Wolfsburg und uns dann für den Europacup qualifiziert haben. Niemand weiß mehr genau, wie dieses Tor passiert ist. Ja, ja, genau. Aber es ist passiert. Und solche Szenen gibt es gerade bei der Frankfurter Eintracht. Das ist der Mythos der Frankfurter Eintracht. Den gibt es immer wieder. Und trotzdem ist aber auch richtig, was Zetterer gesagt hat, weil es kommt immer drauf an, habe ich die Einstellung wenigstens? Zeige ich, dass ich hier alles gerade machen will? Oder zeige ich es halt nicht? Und gestern habe ich in der zweiten Halbzeit halt nicht dieses Gefühl gehabt. Wie du sagst, das kann ja beides existieren, Phil. Also ich kann ja von der Mannschaft verlangen, dass sie das Stadion anzündet und trotzdem kann ich vom Stadion verlangen, dass das auch eine gewisse Arbeit in Anführungszeichen leistet. Das ist ja eine Wechselwirkung. Das meinte ich mit dieser Wechselwirkung. Das ist aber der Impuls dafür kommt für mich immer von unten und nicht umgekehrt. Ja, bei Phil, nach deiner Logik. Nach deiner Logik, dann hätte in den Funkeljahren in diesem Stadion nie in irgendeiner Art und Weise irgendeine Stimmung sein können. Und die Eintracht-Fans zeichnen sich trotzdem dadurch aus, dass du ein lautes Stadion hast, dass du einen lauten Auswärtsblock hast. Und es gab so viele Spiele, die hergegeben hätten zu schweigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was gerade passiert, das ist eine Entwicklung bei der Eintracht. Das ist eine Entwicklung, wie sie auch Borussia Dortmund hat, dass du immer interessanter wurdest und umso mehr Leute kamen da rein und so weiter und so weiter. Jetzt hast du noch und plötzlich, nein, und jeder will gegen Liverpool hin. Ja. Digga, ich kriege nie Karten bei der Eintracht. Ja, gegen Wolfsburg hättest du Karten kriegen können. Und wenn man im Stadion ist, kann man trotzdem in irgendeiner Art und Weise irgendwie dafür sorgen, dass dieses Stadion, und dann kannst du nach dem Spiel dich immer noch beschweren. Und was ich nur sagen will, ist, man muss aufpassen, dass da jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so eine Dramatik reinkommt, weil wir haben Fan-Diskussionen, wir haben jetzt diese Diskussion über die Mannschaft und so weiter. So dramatisch, wie es sich an gewissen Stellen anfühlt, von wegen Fan-Eskalation, ist Topmöller noch der richtige Trainer, dies, das, anderes. Lass uns alle mal wieder irgendwo in der Mitte treffen und die Situation und die Fehler nüchtern analysieren, die da sind. Wahi ist ein Problem. Aufstellung zu defensiv. Aufstellung zu defensiv. Das emotionslose Gekicke ist ein Problem. Natürlich ist es ein Problem. Nicht nur seit jetzt ein paar Wochen, sondern schon von Tag 1 an gab es gewisse Stellen, wo du das Gefühl hattest, wo selbst Axel Hellmann gesagt hat, ey, so ein bisschen muss man auch was dafür tun, dass das Stadion... Und es ist ein Problem, dass sich das dritte Topmöller ja gerade ein bisschen anfühlt wie das erste. Ja, genau. So, das sind alles Dinge, die kann man ansprechen. Aber wir sind weit davon entfernt, dass wir jeden aus der aktiven Fanszene in Grund und Boden reden müssen, dass ich in der Zeitung lesen muss, verblendete Dauersinger, bla. Man kann das alles blöd finden. Man kann auch sagen, mir gefallen die Gesänge nicht. Man kann sagen, das ist nicht spielbezogen und so weiter und so fort. Das kann man alles sagen. Aber wir müssen aus all diesen Diskussionen mal eine Dramatik rausnehmen. Weil ich das Gefühl habe, die ist nur darauf ausgelegt, auch von gewissen Medienerzeugnissen, da in irgendeiner Art und Weise eine Spaltung stattfinden zu lassen. Und das ist doch das Letzte, was wir hier wollen. Weil wenn ich da im Stadion bin und ich habe keinen Bock auf die Nordwestkurve, Bruder, du kannst trotzdem Eintracht, Eintracht, Eintracht schreien, du kannst trotzdem Spaß an diesem Spiel haben, wenn dir das alles versaut. Das versaut mir alles. Digga, du kannst trotzdem auf diesen Platz gucken. Und wenn Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit eins ausgezeichnet hat, dann ist trotz Stress, und wir hatten hier schon so viel Stress, wie viele Diskussionen hatten wir beide hier über diese Sachen, und wir sind auch anderer Meinung und trotzdem können wir uns immer noch in die Augen gucken. So, wie wichtig ist denn diese Einheit von den verschiedensten Leuten in diesem Stadion, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn die verbunden sind mit der Mannschaft, mit dem Trainer, untereinander auch wenn die sich hassen. Du stehst auch da mit Tränen in den Augen, wenn Ultras irgendwie alle laut singen und eine geile Choreo da ist, auch wenn du vielleicht in vielen nicht mit denen übereinstehst und so weiter. Und ich lieg auch mit dem Event-Fan in den Armen und heul, obwohl ich ihn nicht kenne und vielleicht die Art, wie er Fußball konsumiert, ich nicht verstehen kann. Es ist auch egal. Wir sind Eintracht Frankfurt und wir sind 2 Punkte hinter Platz 4. Wir haben bei allen Spielern, die wir nicht haben, auch immer noch richtig geile Spieler. Ritz Dorn, was ist denn mit dem? Also der war gestern endlich wieder auf seiner Position. Du hast doch diese Spieler, wo du sagst, ey, diese Viererkette, die gibt mir Sicherheit. So, ich freue mich auf diese Viererkette. Also von daher ein bisschen verbal abrüsten an allen Stellen wäre ganz geil, was nicht heißt,
dass all diese Dinge, die wir hier besprochen haben, nicht richtig sind und Dino Topmeller jetzt und Markus Krösche im Winter nicht auch in der Pflicht stehen, dass die Stimmung nicht vielleicht wirklich, weil ich hätte das Gefühl, wenn gestern das 1-1 nicht gefallen wäre, dann wären wir an der Verge dazu gewesen, dass die Stimmung kippt. Da müsste gegengearbeitet werden. Da muss ich ganz kurz rein. Ich finde es erstmal sehr, sehr wichtig, was du sagst, weil ich auch finde, egal auf Social Media... Ja, und 5-Minuten-Monolog. Egal was ist, ich finde generell, dass die Stimmung sehr danach klingt, wir steigen ab, wir kriegen nichts geschissen. Ich verstehe es, weil wenn du so ein Spiel hast, wie gerade in der zweiten Halbzeit, dass du nicht wirklich die Hoffnung hast, dass du denkst, das Spielerische jetzt ist so krass. Ja. Gleichzeitig musst du sehen, wir haben jetzt Johnny Burkhardt verletzt, wir haben Can Uzun verletzt. Wir haben wirklich aktuell, dass viele Baustellen waren. Wir hatten Anfang der Saison die Torwartdiskussion, wir hatten, dass die Abwehr nicht richtig stand. Jetzt haben wir das Sturmding. Wir haben, irgendwo war immer irgendwas Kleines. Ja. Aber ich finde, dass jedes Mal, egal was es ist, sich so krass da drauf gestürzt wirst. Du hast nach dem Spiel das Gefühl, wir steigen jetzt ab, wir haben nichts mehr, es ist alles verloren. Aber da finde ich, was ich sehr, sehr wichtig finde aus Fansicht, ich habe nach keinem einzigen Spiel, wenn ich aus der Kurve gehe, du hast jedes Mal, und das finde ich sehr, sehr wichtig, jedes Mal wird die Mannschaft angefeuert, jedes Mal gibt es Gesänge, es gibt auch, wenn du in Leipzig spielst, gibt es Auswärtssieg, was auch immer. Das finde ich sehr wichtig, dass die Fans hinter diesem Team stehen, weil du, wenn du ansatzweise siehst in Köln, wenn du dann auf einmal 4-1 wirst, ja, ich weiß, wir brechen dann ein und das sind Sachen, wo du dran schrauben musst, aber dieses Team kann was, dieses Team ist jung, dieses Team hat Phil hat ganz am Anfang gesagt, dieses Team gibt sich auch nicht auf. Und nein, eben, die mentale Leistung ist voll da, die haben Bock, die haben eine Willensleistung ich verstehe an euch, sich. Aber trotzdem müsst ihr ein bisschen auch auf den Platz gucken. Ja. Und wenn ihr seht, wie oft die sich gegenseitig gerade anfacken, so, und ein Zetterer mosert die ganze Zeit rum, obwohl er selber relativ viele Fehler macht, also denke ich mir auch, ja, aber geh mal ein bisschen auch, kontrollier dich selber mal. Ja. So, ne? Und du siehst schon sehr, sehr viel Gemoser. Und wenn du sagst, da ist ein super Spieler, das ist richtig, das haben wir die ganzen letzten Wochen durchdekliniert. Aber trotzdem ist da momentan etwas, wo ich sage, das führt dazu, dass die Leistung nicht konsequent abgerufen wird. Und genau das ist ja so ein Thema, ich glaube, guck mal, die Jungs sind noch nicht doof. Die wissen doch, auch ohne Larsson, auch ohne Uzun, auch ohne Burkhardt stehen da 11 hochtalentierte, sehr gute Fußballer auf dem Platz. Das heißt, die haben eine Anspruchshaltung an sich selbst. Wer steht als Gegner auf dem Platz? Genau, das wissen die doch alle. So, und dementsprechend wollen die natürlich an einem Tag wie gestern oder auch in anderen Tagen ein gutes Spiel abliefern und dieses Spiel gewinnen. So, und dementsprechend groß ist natürlich dann auch der Frust, wenn genau das nicht passiert. Wenn aber diese grundlegenden Dinge, diese Zutaten für einen guten Fußballtag, für einen Sieg, für eine erfolgreiche Mannschaftsleistung alle da sind, dann komme ich zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, wo ich sage, warum kriegen sie das denn nicht auf den Platz? Und offenkundig, und das ist eben auch Thema, müssen wir dann sagen, vielleicht bekommen sie aktuell nicht genug an die Hand, um das so umzusetzen. Und das ist genau das, wo wir dann wieder bei den Menschen sind, die irgendwann dann sagen, damit kann ich gerade nichts anfangen. Und ich merke es ja an mir. Ich habe mich ein Stück weit entemotionalisiert gerade, weil ich das alles nicht so richtig greifen kann, was da unten passiert. Aber jetzt nach den letzten Spielen oder jetzt die ganze Saison über? Da gab es einen Zeitpunkt, wo du sagst, ab diesem oder nee, da hat's angefangen? In Summe ist das schon die ganze Saison eigentlich so. Seit Start? Ja, eigentlich das heißt, schon, selbst so positive was heißt positive so ein Gallerspiel oder so ein positive Ausrutscher, ja. Nein, ich meine nicht positiv, aber solche krassen Ergebnisse, wo du, ich meine, naja, Gladbach war ja kein 6-0. Das war ein 6-4, aber ich so, teilweise... Aber auch da die zweite Hälfte habe ich wieder sauer gemacht, ja, weil ich das nicht verstanden habe. Ich würde sagen, konstant über die Saison hat sich so zugetragen. Ja, ich finde diese Entwicklung gerade nicht gut und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die sagen, ich will zumindest erkennen, dass diese Mannschaft mit dieser Zusammensetzung, das ist der teuerste Kader aller Zeiten bei Eintracht Frankfurt, dass die einen Plan an die Hand bekommt, wie wir Spiele erfolgreich gestalten können. Ja. Wir reden nicht über Mentalität, wir reden nicht über Moral, wir reden an grundlegenden Dingen, dass eine Mannschaft rausgeht mit einem klaren Plan, den ich auch gestern ehrlicherweise nicht gesehen habe. Ich finde ganz wichtig die Unterscheidung, die du gerade machst, weil wir haben oft Mannschaften auch gehabt, wo du das Gefühl hattest, ey, denen ist Eintracht Frankfurt scheißegal. Und dann gibt es auch Pfiffe, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft gibt nicht alles, die Mannschaft gibt sich auf. Aber du hast schon richtig gesagt, das ist bei dieser Mannschaft nicht der Fall. Die bringen sich immer wieder in Schwierigkeiten, aber die reißen sich dann da auch wieder raus. Und dann führen die plötzlich 4-1 in Köln. Ja. Dann schießen die 6 Tore in Gladbach. Dann hast du das Gefühl, oh Gott, wir fahren jetzt nach Köln mit der Mentalität. Zack, führen die da plötzlich 4-1. Ja. Also das ist keine Mannschaft, wo ich sagen würde, ey, verpisst euch aus Frankfurt, ihr dürft die Farben nicht tragen. So, da ist kein Spieler dabei, wo ich sagen würde, ey, in irgendeiner Art und Weise zweifle ich seine Integrität an und alles Mögliche. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wenn das nicht so ist, weil das gibt's ja auch. Du hast manchmal Mannschaften, da stimmt gar nichts. Ja. Dann gibt's Grüppchenbildung, dann hast du die üblichen Diskussionen, dann gibt's Trainerdiskussionen, dann wird der Trainer entlassen, dann hast du so einen Brei und in 2 Jahren weißt du gar nicht mehr, wann hat die Scheiße überhaupt angefangen. Das haben wir alles nicht. Da sind viele
stabile Gerüste innerhalb dieser Mannschaft an verschiedenen Bereichen, die funktionieren. Du hast absolute vorbildliche Profis mit Burkhardt, mit Doan, wo du das Gefühl hast, die haben auch ein Arbeitsethos. Du hast eine funktionierende Viererkette. Du hast mit Christensen einen Spieler, der auch fanbeliebt ist Knauf und so weiter. auch. Du hast Ansgar Knauf. Du hast sehr, sehr viele Spieler, wo du wirklich positive Vibes hast, wenn du die siehst, wenn du die Aufstellung siehst. Du hast Bock, irgendwie die zu sehen und so weiter Nach und so dem fort. Köln-Spiel, wenn er sagt, er hat diesen Club geliebt wie die Eintracht. Genau, du hast all diese Dinge. Und dann kommt das aber ins Spiel, was Phil gerade sagt. Und das kriege ich auch viel gespiegelt in meinem Umfeld. Dieses, boah, irgendwie macht das nichts mehr mit mir. Und beim 1-1 so ist auch keiner irgendwie ausgerastet, wie vielleicht damals als Paciencia gegen Hoffenheim oder diesen Treffer macht. Also da muss man sich fragen, woher kommt diese Emotionslosigkeit? Kommt die durch den Kater, weil die letzten Jahre so geil waren? Das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, weil es einfach zu krass war alles in den letzten Jahren, dass man denkt, okay, man gewöhnt sich ein Stück weit dran. Oder, und das ist, glaube ich, mein Ansatz, den ich wählen würde, die Spielweise an gewissen Stellen ist halt einfach auch nicht dafür ausgelegt, da in irgendeiner Art und Weise die Leute zu emotionalisieren, weil sie harmlos ist und ängstlich. Und das ist das größte Problem, was ich habe. Diese Aufstellung, diese Kommunikation vor und nach den Spielen ist einfach zu ängstlich und das passt nicht zu dieser Stadt. In dieser Stadt willst du eher übertreiben in die andere Richtung. Du willst ein bisschen verbal masturbieren, auf den Tisch schauen, was geht ab und am Ende guckst du mal, ob es funktioniert. Aber nicht dieses, oh, das war aber eine harte Nuss mit Heidenheim, das war aber hier hart und wir müssen da. Nein, Kevin Prince Boateng vorm Freiburg-Spiel, setz dich hin, wir sind Eintracht Frankfurt, natürlich gewinnen wir da. Selbst wenn du dann da nicht gewinnst, meine Güte. Aber sag's mir doch nicht vorm Spiel. Ein bisschen mehr Großmäuligkeit. Ja, ein bisschen mehr Frankfurt, was geht ab, mal so ein Glas an die Wand werfen. Alles in Ordnung, Alter. Ich verstehe es vom Spiel, weil die Ansagen oder die PKs generell oder generelle Auftritte, da denkst du dir, okay, es ist jetzt Wolfsburg, aber ich weiß nicht, ob das der unangenehmste Gegner ist, ob in Heidenheim das unangenehmste ist. Ich finde auch, dass offensichtlich nicht. Eben, wenn Sonst würde die Tabelle nicht so aussehen. Wenn Heidenheim danach 6-0 in Leverkusen verlierst, denkst du dir auch, okay, verstehe ich. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz zurück, weil wir jetzt schon fast nach dem Spiel sind. Ich würde einmal noch eine ganz wichtige Sache mit euch ansprechen während des Spiels. Und zwar, es gab ja zwei, ja man kann schon sagen, strittige Elfmeterentscheidungen. In der 55. Minute, als es noch 0-0 stand, wurde Ansgar Knauf in seiner Schussbewegung, kann man eigentlich so sagen, gefoult. Würdet ihr es auch so sehen? War ein Foul? Ja. Könnte man so geben, ja. Er bekommt das Standbein hinten weggezogen. Genau, gut, da sind wir uns einig, finde ich Das ist ein Elfmeter für mich. Und dann wundere ich mich, es wurde sich nicht mal angeschaut. Fuck the VAR. Anscheinend hat nicht Auch gereicht. das haben die sich angeschaut, deswegen geben die den zweiten Elfmeter. Aus Mitleid dann oder was? Also ich weiß nicht, weil da wundere ich mich, da hast du den Spielstand 0:0. Wenn du in Führung gehst, das ist jetzt alles hätte, wenn und Ja, aber, hast du recht, ja. könnte das Spiel vielleicht anders laufen, können wir jetzt nicht wissen. Dann denke ich mir aber, gut, hast du in der 90. plus 6 irgendwie dieses Ding. Ich sag so, ich nehme den Elfer gerne mit, ich nehme den Punkt jetzt lieber mit als keinen Punkt. Ja. Aber dann kann man doch auch sagen, das ist doch dann viel weniger. Wo hast du den gesehen, den Elfmeter vom Stehblock? Ja, aus dem Ich Oberrang. stand auch so in der Perspektive, ey, ganz ehrlich, ich dachte, der ist drüber. Ja. Weißt du, also ich habe gedacht, scheiße, ich habe mich schon aufgeregt. Ach so, du meintest Als er geschossen Den Elfmeter von Bad 2. Ich dachte, die Latte und weg. Ich hatte ganz Ich habe gedacht, der Ball ist in Latte, den Himmel gegangen. ja, nach den Dortmund-Elfmetern dachte ich die ganze Zeit schon, weil das auch diese Perspektive war, dachte ich schon, der ist weg, der ist Latte irgendwas. Dann habe ich kurz eine Millisekunde gebraucht, um zu realisieren, er geht auf... Plötzlich hat einer, Kante genau, ich rein. hatte das auch geübt. Und dann- Plötzlich ist einer mir ins Gesicht gesprungen, hat gejubelt. Ich so, boah, was ist passiert? war doch vorbei. Okay, der Ball ist- Also, Aber zur Entstehung. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe mir das 1000-mal angeguckt. Ich habe mir diesen Elfmeter wirklich sehr oft Du hast angeguckt. gesagt, du hast sehr, sehr viel analysiert. Die Ja, Szene. und am Ende habe ich am Anfang ja gedacht, als ich das gesehen habe, ja, es geht um die Situation, dass er oben irgendwie am Zopf festgehalten wurde. So, das war so das Ding, wo ich gedacht habe, okay, aber dafür gibt es doch keinen Elfmeter. So, ne? Und nach der 30. Wiederholung habe ich dann gedacht, ah ja, okay, alles klar. Es geht Ganz unten. um da unten drum. Aber ganz ehrlich, wie er dann fällt, ne? Da muss ich auch sagen, das passt nicht. Das ist ein lächerlicher Elfmeter, Das den macht du niemals niemand. geben darfst. Nein, weder auf der keinen einen Fall. noch auf der anderen Ich habe Seite. mich so aufgeregt. Wenn's andersrum Alter, wäre, dann- fürchterlich. Natürlich, Da wäre ich natürlich. komplett sauer. Der erste war aber ein Elfmeter. Und das ist wieder so eine Konzessionsentscheidung, wo du denkst, warum denn? Also das ist doch, es ist so useless, was für Themen da aufgemacht werden. Es ist, Glaubst du, der hätte den Elfmeter in der 90. plus 6 nicht gepfiffen, wenn die Szene davor nicht gewesen wäre? das glaube ich, ja. Das heißt, weil beispielsweise in Gladbach, wir führen 6-0, es ist das klarste Handspiel ever, habe ich auch das Gefühl, ach, die armen Gladbacher, die liegen schon 6-0 hinten, lass mal nicht geben. Jo. Und so hat es vom Vibe her ähnlich Naja, gehabt. So. ich will niemandem da was unterstellen, aber es zieht sich durch ganz, ganz große Phasen dieser Saison wieder und dieser ganze Quatsch. Und ich verstehe den Frust der Protagonisten. Ich verstehe einen Eugen Polanski, der da komplett abhatet. Ich verstehe einen Lukas Kwasniok. Es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Es ist nicht mehr nachvollziehbar.
Ich fand, also wie gesagt, im Endeffekt haben wir jetzt diesen einen Punkt dadurch. Ja. Ich beschwere mich jetzt nicht über den Elfer. Vielleicht ist es dann ausgleichende Gerechtigkeit, keine Ahnung. Ich hätte lieber den ersten Elfer genommen, dass du da in Führung gehst, dass du dann vielleicht dieses Spiel auch noch gewinnen kannst, dass es vielleicht anders läuft. Keine Ahnung, wenn du dann eine Für Stimme Batshuayi war es gut. Also man kann ja sagen, wenn es irgendwas Positives hatte, dann, dass er sich in eine Situation gebracht hat, nachdem er vorher nicht nur den Rabona gemacht hat, wo ich gedacht habe, okay, ja, wir liegen gerade ein bisschen zurück, aber du bist jetzt hier ein feiner Füßler, okay, das ist schön für dich. Ist auf jeden Fall speziell. Dass er dann wenigstens den Elfmeter gemacht hat, das ist, glaube ich, gibt ihm Selbstvertrauen, das ist okay. Und es war auch ein anderes Spiel, als da vorne einfach einer drin stand, der seinen Körper da einsetzt, den du mal mit dem Rücken zum Tor anspielst. Es ist ein anderes Spiel mit Stürmer. Ja, klar, du hattest dann noch irgendwann 2 Stürmer sogar auf dem Platz. Da war Basti vielleicht, weiß ich, da ist so ein Gangkampf und Batshuayi, da war vielleicht... Aber ein bisschen Drive gehabt, du hast den einen Gangkampfschuss gehabt, aber es war jetzt von... Ich fand jetzt nicht, dass du dachtest, das wäre jetzt das allerkrasseste. Wäre vielleicht anders gelaufen, wenn die so gestartet wären, aber ich finde auch, wie er den Elfer dann reinhaut, wie gesagt, ich dachte auch, der wäre nicht drin, hat er schon... Ich finde, das lag mit den 2 Stürmern, das lag auch ein bisschen am Vibe. Also ich glaube, diese 2 Stürmer kamen zu spät zur Party, da waren die meisten Getränke schon getrunken. Also du hast das Gefühl gehabt, in der ersten Halbzeit war noch so eine Art Energy da. Wenn die da vielleicht dabei gewesen wären, in dem Flow, dann hätte das wahrscheinlich auch besser funktioniert, weil die kamen dann quasi rein, als die Mannschaft schon wieder auf dem absteigenden Ast war, die Wolfsburg plötzlich den Ball gegeben haben, die natürlich dann Ballsicherheit haben. Also ich meine, Wolfsburg ist ja jetzt kein typischer Abstiegskandidat, sondern da sind ja schon Schnicker drin. Die haben krasse Kader eigentlich auch. Die haben gefühlt 3 Zehner auf dem Platz. So, das ist völlig taktisch unausgegoren, aber die können halt kicken. Lieber Ergens, es tut mir so leid, ich liebe diesen Spieler. Aber keine Ahnung, wer ihn bei dieser Vertragsunterzeichnung gescammt hat. Wer hat ihm gesagt, ja, das ist ein super Verein, super Fans. Keine Ahnung, also. Ja, das ist klasse, dass du da hinwechselst, nachdem er zuletzt schon das schlimme Los hatte, bei Manchester United gelandet zu sein. Ja, interessante philosophische Frage. Wer wird bei einer Vertragsunterzeichnung in Wolfsburg gescammt? Ja. Der Verein oder der Spieler? Ja, weiß es ich denke, ab irgendeiner Summe Geld ist es dir doch scheißegal, wie hässlich die Stadt ist, oder? Weil du dann weißt, okay, 2, 3 Jahre und dann kannst du danach... Er sollte nach Japan wechseln als Sony Ericsson. Da haben wir die ersten Karnevalsfilme. Ich wollte gerade sagen, jetzt erst. Man merkt die Lage, wie dramatisch die Lage bei Eintracht Frankfurt ist, merkt man, wann die Witze. Es ist eher umgekehrt. Ich wollte die Kirche heute bis in einem Dorf lassen. Oh, yes. Ja, jetzt geht. Mach weiter, Phil. Da hat sich einiges aufgeschrieben. Guck mal, der grinst schon wieder. Phil grinst schon wieder. Wir sind positiv, Alter. Wir gewinnen einfach in Leipzig und dann ist die Welt doch wieder in Ordnung. Bevor es eskaliert wie auf Leipzig, kommt noch eine Sache, was jetzt generell, obviously, so das Hauptthema war, Stürmer. Wir haben jetzt noch 3 Wochen. Diese scheiß 3 Wochen musst du irgendwie durchziehen. Du hast gesagt, Leipzig steht an. Die haben bisher jedes Heimspiel gewonnen. Es wird an der überragenden Stimmung dort liegen. Wir fahren nach Barcelona. Es sind wirklich 2 Brockenspiele. Digga, da kannst du so spielen. Genau, da habe ich auch nicht... Da kannst du so spielen. Da müssen wir jetzt komplett alles wegrasieren. Aber danach, kurz vor Winter, spielst du zu Hause gegen Augsburg und beim HSV. 2 Teams, die wirklich richtig weit unten drin stehen. Da musst du irgendwie scheiß Punkte holen. Ich will jetzt erstmal, dass sie die nächsten beiden Spiele so spielen wie gestern. Schön abwartend. Ja. Da kannst du es machen. Ja, natürlich, ist so wichtig. Da kannst du es machen. Da hast du die Schnelligkeit von Knopf, da hast du die Schnelligkeit von Bahoya, der übrigens auch seine Chance nicht genutzt hat. Leider. Da kannst du es nutzen. Aber Leute, eine Sache müssen wir mal sagen. Wenn Sandro Wagner hier mit dem FC Augsburg anreist, wenn er noch da ist, ne? Wenn Dino Topmöller sich von diesem Blender-Trainer die Butter vom Brot nehmen lässt, dann haben wir erst Probleme. Also das wichtigste Spiel, was in den nächsten Wochen stattfindet, ist zu Hause gegen Augsburg. Wenn du das gewinnst und dann eventuell in Hamburg noch 1 bis 3 Punkte holst, dann gehst du analog zu dieser ersten Topmöller-Hinrunde, gehst du trotz aller Widrigkeiten mit einem guten Punktepolster in die Winterpause. Und dann kann Dino Topmöller sagen, da kann Dino Topmöller wieder sagen übrigens, bei aller Kritik an ihm, wieder sagen, ey Markus, war nicht ganz geil, was du mir da hingelegt hast. Ich habe dir es trotzdem geliefert. Wäre es denn möglich, wenn du mir im Winter die Löcher, die hier offensichtlich herrschen, stopfst und dann go? Vielleicht auch nicht nur wäre es möglich, sondern es gibt keine Alternative. Eben. Weil es gibt keine Alternative mehr. Also es im Sturm, aber im Dino ist doch ein netter Typ. Aber es im Sturm und im defensiven Mittelfeld, das haben wir die letzten Wochen schon auch herausgefunden, ist ganz notwendig, da was zu tun. Auf jeden Fall. Und ich finde es wichtig, dass du Augsburg ansprichst, weil das wird wirklich das wichtigste Spiel. Gegen den HSV ist überhaupt noch nichts gelaufen. Du siehst, wie es auch ist, wenn ein Stadion in einer Eruption erwachsen kann, wie wir das am Sonntag gesehen haben. Ne? Konter und dann schnell 2-1 und dann läuft das. Ja, der HSV ist nicht in einer herausragenden Verfassung, aber das lebt. Alles lebt dort. Eben. Und es wird schwierig kurz vor Weihnachten. Da will ich hinaus auf Weihnachten, Winter, wenn wir diese Spiele sozusagen dann geschafft haben und es irgendwie schaffen,
bis dahin zu kommen, Dann geht's irgendwie auch jetzt direkt durchziehen. Nein, dann hast du aber wenigstens die Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Du kannst, wie du angesprochen hast, du kannst noch eine gute Punkteausgangssituation in der Bundesliga haben. Und da würde ich jetzt gerne von euch wissen, du hast gerade angesprochen, Stürmer. Ich glaube, Johnny Burkhardt, was man jetzt hört, kommuniziert wurde, fällt bis auf Weiteres aus. Ich denke mal mindestens, was man gelesen hat, Das wird ja immer gesagt, bis auf das ist deswegen muskuläre Verletzung Ende des Lukas ist ja Jahres. im Januar zurück. Genau, das habe ich jetzt auch gelesen, dass Ende Januar oder Januar das nächste ist. Aber das heißt ja, wie man hört. Ja. aber das heißt ja auf jeden Fall, dass dieser Ausfall, unabhängig, selbst wenn er nicht ausgefallen wäre, hättest du ja auf dieser Position Klar. vermutlich was machen müssen. Machen wir Ich uns würde nichts vor, gerne, die Eintracht muss 3 Stürmer holen. sagt mir mal gerne euren Wunschtransfer, euren vielleicht Wunschstürmer. Ich weiß nicht, wenn Afrika Cup kommt, im Mittelfeld kann man auch noch mal drüber reden. Da vielleicht irgendwann Kommt in der ja auch nächsten noch Folge. dazu. Deswegen, aber ich würde jetzt gerne beim Stürmer bleiben. Wer war euer Wunschtransfer im Sturm der Eintracht? Wo seht ihr Hoffnung, dass wenn der im Winter kommt, dass er richtig einschlagen könnte? Gar nicht. Das ist mir A, gerade viel zu weit weg und B, haben die Wintertransfers eh nie funktioniert. Ich habe Angst vor den nächsten beiden Auswärtsspielen, dass wir da in Summe 17 Gegentore fressen. Das ist das, was in meinem Kopf Also der letzte Wintertransfer, Ekitike, gut, der hat nicht direkt funktioniert, aber war dann der teuerste Weiterverkauf. Aber die letzten beiden waren jetzt so, geht so, ne? Ja, das war Wahi und wer noch? Batshuayi. Ja, aber den hast du ja als Joker geholt. Das war Wahi, war jetzt der Einzige, der nicht direkt danach in der Saison... Ja, aber die Frage, gut, aber Ekitike hat ein halbes Jahr gebraucht, bis Ja, er eben, aber Ja, dann hast du den zum was teuersten soll das Neuzugang. bedeuten? Weil das jetzt nicht funktioniert hat, sollen wir jetzt, stell mal vor, wir holen im Winter gar keinen. Also Ja, die eben. Sache ist, wir Bis schon haben, irgendjemanden holen können. Leute, wir haben eine Riesenchance. Und die Chance ist auf jeden Fall die Weltmeisterschaft. Es gibt auf jeden Fall Spieler, die nicht die Einsatzzeit bei ihrem Verein bekommen, die sie ganz gerne hätten, weil sie auf den WM-Zug aufspringen wollen. Es sind ja auch viele unterschiedliche Länder dabei. Es sind ja mehr Länder, das heißt mehr Leute, die potenziell bei der WM dabei Spielzeit sein haben wollen wollen, und die gesehen Spielzeit werden. haben wollen. Vielleicht gibt sich da ein Fenster. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Da müssen wir dementsprechend gucken. Ne? Ich kann jetzt keinen Namen nennen, wir können in die Glaskugel gucken, aber ich glaube, das ist eine Chance von fitten Spielern, die eigentlich spielen wollen, aber Ja. gerade die Möglichkeit nicht haben. Das kann eine Riesenchance sein. Ja. Ansonsten, du hast aber nach Spielern gefragt und dann hier googelt der Chef nämlich noch selber. Und dann habe ich noch mal den Spieler, ich kann mir den Namen nicht merken, ist aber ein ganz, ganz toller Spieler und zwar im defensiven Mittelfeld, den ich bei meinem Drittlieblingsverein Hannover 96 schon die ganze Zeit... Ja. Nein, aber es hängt natürlich damit zusammen, weil ich viele Freunde habe, die in Hannover wohnen. Und da, der Noel Aseko, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Ne? Der räumt das ein oder andere Mal schon richtig gut ab. Da müssen wir uns dann nur irgendwann potenziell mit den Bayern einigen. Oha. Aber das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, den ich potenziell sehr, sehr interessant finde. Aber wahrscheinlich eher Richtung Sommer, wenn dann Hugo Larsson vielleicht den Verein verlässt. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Deutscher Junioren-Nationalspieler, da sollte man ein Auge drauf haben. Aber vielleicht ist ja im Winter schon was möglich. Das dazu, aber vielleicht hat Basti schon seinen Wunschstürmer für den Winter. Alle. Am Ende glaube ich, dass 2 ziemlich konkret sind. Du hast mit Osula jemanden, wo wir im Sommer schon dran waren, der fast schon da gewesen wäre. Da gab es irgendwie ein Veto von irgendwelchen Scheichs. Dann hast du diesen geilen Brody aus Elversberg. Das wäre eine richtig geile Story, wenn der bei der Eintracht Ebnu landen Talib, würde. meinst du, genau. Wenn der bei der Eintracht landen würde mit dieser Story, dass er überhaupt im Profifußball gelandet ist, jetzt rasiert er alles. Ich glaube, das wäre eine Feel-Good-Story für einen Kaderstürmer. Und am Ende, wenn Burkhardt verletzt ist, vielleicht musst du den nicht ersetzen, vielleicht kannst du das überbrücken, aber du musst auf jeden Fall 2 Stürmer holen, weil du scheinbar ja weder Batshuayi noch Wahi vertraust. Und wenn du das feststellst, dann musst du die beide im Winter abgeben und 2 neue holen. Ja. Und dann hast du mit den Gangkamp einen 4. Stürmer, das finde ich in Ordnung. Als 4. Stürmer ist den Gangkamp in Backup Ordnung, komm dann. rein, das ist ein guter Typ, der stört dich auch nicht. Der ist froh, wenn er wieder an den Profifußball rangeführt wird. Dann brauchst du 2 Backups für Johnny Burkhardt und die wird es im Winter zu holen sein. Und du hast recht, auch einen defensiven Mittelfeldspieler, weil diese Dahoud-Geschichte ist mit Sicherheit auch nicht so geplant gewesen. Und das muss man halt mal abschließend festhalten bei diesem Kader, dass du mit Ansgar Knauf im Mittelsturm spielst, dass Buta Spiele von Anfang an in Europa macht, dass Dahoud wieder eine wichtige Rolle spielt und der jetzt schon gefordert wird. Diese 3 Dinge und diese Torhüter-Diskussion auch, die zeigen dir schon, dass momentan nicht alles rund läuft. Und dass du Dinge justieren kannst. Phil hat zu Recht Zweifel angemeldet, ob man das im Winter machen kann. Aber was willst du jetzt machen? Du musst halt trotzdem gucken, dass du diese Stellschrauben trotzdem drehst, damit, und dabei bleibe ich, dieses grundstabile Gerüst endlich auch wieder funktioniert. Und das sehe ich trotzdem noch. Also ganz ehrlich, vielleicht 2 Spieler holen, in die Startelf klatschen, ein bisschen mehr anderen Spirit kriegen. Christensen vielleicht mal mehr Spiele durchmachen, um den Vibe zu übertragen. Ganz ehrlich, dann kann diese Saison auch noch absolut losrennen. Eben. Ich finde auch, ich glaube, wir haben fast alles besprochen. Dann steht jetzt das nächste Spiel in Leipzig an, wird auf jeden Fall sehr, sehr ekelhaft. Die Spiele dort, wie gesagt, die haben jedes Spiel bisher gewonnen. Aber da hat man, glaube ich, nicht die allerhöchsten Erwartungen. Deswegen hoffen wir, es wird irgendwie überstanden. Wir kriegen irgendwie noch einen Stürmer im Winter und dann... Sag, was du eben gesagt hast, Alter. Ich sag mal so, Spiele in Leipzig immer gottlose Scheiße und das hier in diesem Raum. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Liebe Eintracht-Gemeinde, der VfL Wolfsburg wurde jetzt nicht unbedingt abgekanzelt, aber trotzdem war es zumindest eine überzeugende Moral, die die Mannschaft gezeigt hat. Die Highlights vom 1:1 in diesem etwas trüben Adventskick gegen Wolfsburg, fachkundig kommentiert wie immer von Fußball 2000, die gibt's genau hier für euch.